Die COPD ist eine chronische entzündliche Verengung der Atemwege. Das heißt, diese Verengung bildet sich nicht mehr ganz zurück und ist meist fortschreitend. Primär betroffen sind Menschen, die rauchen oder auch Passivrauch regelmäßig ausgesetzt sind oder auch Menschen, die beruflich regelmäßig mit Schadstoffen wie Dämpfen, Gasen oder Stäuben zu tun haben. COPD ist nicht ansteckend. Es gibt eine erbliche Form des Lungenemphysem. Das ist eine Art der COPD, und zwar der Alpha-1-Antitrypsinmangel. Der wird erblich weitergegeben. Daran sollte man besonders denken, wenn sehr junge Menschen schon diese Beschwerden haben oder diese Erkrankung diagnostiziert bekommen. Die Erkrankung äußert sich in erster Linie durch Husten und Auswurf über eine längere Zeit, sowie Atemnot bei Belastung, später auch in Ruhe, unabhängig natürlich von Erkältungserkrankungen. Daran erkenne ich, dass diese Erkrankung eventuell vorliegen kann, und da würde ich empfehlen, dass man eine lungenfachärztliche Abklärung anstrebt. Die Diagnose der COPD wird gestellt eben anhand der Beschwerden wie Husten, Auswurf, Atemnot, anhand der Risikofaktoren, die bestehen, wie eben Rauchen oder berufliche Exposition. Und dann natürlich die Lungenfunktionsprüfung ist das wesentliche Instrument. Daran erkenne ich die Verengung der Atemwege. Meist wird auch noch ein Lungenröntgen gemacht, um andere Erkrankungen auszuschließen oder andere weiterführende Untersuchungen wie Blutgasanalyse zur Bestimmung des Sauerstoffs im Blut oder auch Laborwerte. Die Therapie der COPD richtet sich nach dem Schweregrad. Es gibt 4 Schweregrade, die sich nach der Lungenfunktion, also nach der Verengung der Atemwege richtet, also 1 bis 4. Und auch die Symptome oder die Phasen der akuten Verschlechterung bestimmen den Schweregrad. Die fließen durch ein Stadium A bis D ein. Und anhand dieser Stadieneinteilung wird die Therapie eingeleitet und im weiteren Verlauf auch angepasst. Und die Haupttherapie sind inhalative Therapien mit bronchienerweiternden Medikamenten. Im Verlauf der COPD-Erkrankung kommt es immer wieder zu akuten schubhaften Verschlechterungen. Das nennt man Exacerbation. In diesen Phasen ist es oft notwendig, zusätzliche Medikamente wie zum Beispiel Cortison oder Antibiotika zu verabreichen, eventuell auch vorübergehend eine Sauerstoffgabe. Daher ist auch in manchen Fällen in diesen Phasen eine stationäre Aufnahme notwendig. Die Langzeit-Sauerstofftherapie ist dann notwendig, wenn im Verlauf der Erkrankung die Lunge oder die Lungenbläschen nicht mehr in der Lage sind, genug Sauerstoff aus der Umgebungsluft aufzunehmen. In diesem Fall muss zusätzlich Sauerstoff verabreicht werden. Das ist möglich durch Flüssigsauerstoff oder auch Sauerstoffkonzentratoren, die aus der Umgebungsluft den Sauerstoff filtern und konzentrieren. Beide Formen des Sauerstoffs sind sowohl möglich als stationäre Behälter für zu Hause oder auch mittels mobilen Einheiten, damit der Patient auch außerhalb des Hauses mobil und unterwegs sein kann und trotzdem mit dem Sauerstoff versorgt ist. Diese mobilen Einheiten können zum Beispiel in einem Rucksack getragen werden oder auch auf so fahrbaren kleinen Wagerln mitgeführt werden. Wenn eine Langzeit-Sauerstofftherapie indiziert ist, weil die Erkrankung so fortgeschritten ist, dann ist das eine Therapie auf Lebenszeit meist. Es geht ja darum, die Organe und das Gehirn während der Hauptzeit des Tages und der Nacht ausreichend mit Sauerstoff zu versorgen. Deswegen ist diese Therapie auch an den meisten Stunden des Tages und der Nacht anzuwenden. Verordnet werden meistens 16 bis 20 Stunden, also so viel wie möglich, um die ausreichende Sauerstoffversorgung zu gewährleisten. Unabhängig von der Langzeittherapie gibt es aber auch im Rahmen dieser Exacerbationen immer wieder Phasen, wo man vorübergehend einen Sauerstoff braucht, zum Beispiel wenn man stationär aufgenommen ist, eine Lungenentzündung und so weiter hat und ihn danach vielleicht nicht mehr braucht nach einer neuerlichen Verbesserung. Eine pulmonale Rehabilitation ist sehr wichtig im Verlauf der COPD, weil es darum geht,
die körperliche Aktivität des Patienten zu erhalten. Man weiß, dass regelmäßiges körperliches Training auch die Lungenfunktion verbessert und das Fortschreiten der Erkrankung aufhält. Daher, je früher man damit beginnt, desto besser. Man sagt, ab Stadium Gold 2 besteht die Indikation für eine Rehabilitation. Diese kann sowohl stationär durchgeführt werden, aber auch ambulant. Und das Wichtige daran ist eigentlich, dass der Patient dann zu Hause diese Übungen und das Training auch fortsetzt, denn nur dann ist es auch nachhaltig wirksam. Betroffenen möchte ich 5 einfache Verhaltensregeln auf den Weg mitgeben. Erstens, meiden Sie Zigarettenrauch, wo immer Sie können. Zweitens, nehmen Sie regelmäßig Ihre Medikamente ein. Drittens, bleiben Sie in Bewegung, auch wenn es am Anfang schwer fällt, aber es wird sicherstellen, dass Sie längerfristig besser belastbar bleiben. Viertens, lassen Sie sich impfen gegen die Pneumokokken und auch jährlich gegen die Grippe. Und fünftens, stellen Sie sicher, dass Sie regelmäßig zu den Kontrollen beim Lungenfacharzt gehen.